Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier von der Schatzsuche auf dem Kanal Sonnel, die Waldfee. Mein Name ist Flo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten. Ja, wir befinden uns hier heute wieder auf der Fläche, wo Carsten letztes Mal diesen unglaublichen Goldgulden aus dem Erzbistum Trier finden konnte. Und ich bin gespannt, vielleicht habe ich ja heute auch mal Glück und finde auch mal Gold, also seid mit dabei. Grüße gehen nochmal raus an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de und wir sehen uns gleich beim ersten Signal nach dem Intro. Hier haben wir das erste Signal, das ist relativ schwach, ein 83er. Entweder liegt das tief oder er hat Probleme, hier Eisen auszublenden. Aber wollen wir mal schauen erstmal. Nee. Ach, ich sehe schon. Es ist leider nur ein großes Stück Blech. Ah, schade. Oberflächliches 67er. Ach, Bleischeiße. -71er Signal. Glaube ich noch im Loch drin. Okay, liegt tatsächlich noch tiefer. Jetzt haben wir es draußen. Wollen wir mal gucken, was es ist. Oh, es ist rund, aber ich glaube, es ist ein Knopf. Ja, es ist ein Knopf. Ist aber auch nichts drauf. 77er Signal. Ist draußen. Oh, es ist rund. Aber es ist wieder ein Knopf. Auch ohne was drauf. Oh Mann. Wo ist das Gold? Kurzer Schockaugenblick, aber ich glaube, es ist ein Arsenbronze-Knopf. Oh Mann, ey. Das ist auch nur eine Hälfte. Ja, aber schön. Der nächste Knopf. Ja, fängt ja sehr knopfig an heute. Bin mal gespannt, wann die erste Münze kommt. -70er Signal. Okay, wir haben es draußen. Oh, ich ahne fürchterliches. Ja, es ist ein Stück Blei. Ach Mann, ich glaube, hier haben wir sie endlich. Die erste Münze des Tages. Oh, es ist, glaube ich, ein hohlgeprägter Scherf. Ja, ich würde sagen, ja. Endlich, erste Münze. Ich habe schon viel Blei ausgegraben heute, viel Müll. War schon echt alles dabei.
Ja, wollen wir mal schauen. Jetzt kommen wir vielleicht in Regionen, wo denn auch mal die ein oder andere Münze geht. Gucken wir uns gleich im Studio an. Ja, nachdem es sehr knopfig begonnen hat, haben wir jetzt hier endlich die erste Münze. Es ist natürlich wieder ein Schärf, eine Hohlprägung. Die ist nicht mehr so toll, aber noch einigermaßen schön. Wir schauen mal schnell auf die Vorderseite drauf und dann machen wir gleich weiter mit den nächsten Funden. Insgesamt war es eine sehr knopfige Folge, aber ich mache auch noch andere Funde. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es kommen noch richtige Knaller, finde ich. Und auch ein Fund, der kommt jetzt gleich. Da dachte ich auf dem Feld gar nicht, dass er so klasse ist, aber beim Putzen hat sich herausgestellt, der ist doch noch viel interessanter, als ich zuerst auf dem Feld angenommen habe. Ich drehe durch. Ich drehe durch. Es ist eine Fürspange, eine Ringfiebel. Oh, wie schön. Oh, was ein schöner Fund, ey. Schaut euch das an. Der Wahnsinn. Der absolute Wahnsinn. Ein richtig, richtig toller Fund. Meine Güte. Ja, hier haben wir sie. Die wunderschöne Fürspange oder auch Ringfiebel oder Fürspan. Ist ein Verschluss oder eine Sonderform auch der Fibel bzw. der Nachfolger und verschloss damals das Schlupfkleid, die sogenannte Kotte, hier am Hals ungefähr, die damals von Frauen sowie Männern gleichermaßen getragen wurde im Spätmittelalter. Und ich habe mich schon sehr gefreut auf dem Feld und beim Putzen habe ich dann festgestellt, oh, da ist Umschrift auf dem Fürspan. Also richtig toll, es gibt diese Fürspangen mit Umschrift, da steht dann zum Beispiel Ave Maria drauf, also häufig was sehr Christliches. Und ich bin der Meinung und auch die Umschriftenexpertin hier, der ich schon mal ein paar Bilder per Mail geschickt habe, ist der Meinung, hier könnten die Heiligen Drei Könige draufstehen. Schrift erkennt man allerdings nur noch auf einer Seite. Ich bin aber der Meinung, dass sie ursprünglich mal komplett um die Fürspange drumherum ging und wahrscheinlich war die auch mal feuervergoldet. Es gibt da so Vergleichsfunde aus England und wir schauen mal drauf. Also ein richtig, richtig klasse Fund und ich werde den auch nochmal der Umschriftenexpertin direkt vorlegen, dass sie die in echt nochmal begutachten kann, die Fürspange, und dann bin ich mal gespannt, ob wir da recht haben, dass hier die Heiligen Drei Könige verewigt sind. Also ein richtig klasse Fund. Und jetzt machen wir mit dem Fund weiter. Da dachte ich plötzlich, was guckt mich denn da an? Oh, was ist denn das? Seht ihr das auch? Da guckt ein Gesicht an. Ich glaube, es ist aus Blei. Wir gucken uns das gleich mal im Studio an. Das ist auf jeden Fall ganz interessant. Ich messe das auch mal ein. Ob es vielleicht mal irgendwie eine Jesus-Darstellung war oder sowas in der Art. Da zuerst eine Münze mit dem Kopf. Aber nein, es ist hinten platt und aus Blei. Ja, hier haben wir das Gesicht. Wie gesagt, das Material, denke ich, ist aus Blei. Was es mal war, kann ich nicht sagen. Ich habe schon darüber nachgedacht, ob es vielleicht irgendwie Jesus darstellen soll, das Gesicht von Jesus. Aber so in Münzform schon sehr merkwürdig. Also ein sehr ulkiger Fund. Und alleine schon auf dem Feld, wenn ihr einem da plötzlich so ein Gesicht ansieht. Ich dachte zuerst wirklich, ist es eine Münze. Aber nein, leider nicht. Und wir machen weiter mit einem Fund, der hat was mit Pilgern zu tun. Der kommt jetzt. Es ist unglaublich. Jetzt habe ich hier gerade noch mal, ja, ich würde fast sagen, einen Anhänger mit einer Muschel gefunden. Wobei die Muschel auch 3 kleine Löcher hat, so wie das jetzt aussieht. Also es kann auch sein, dass die Muschel mal an einem Gürtel befestigt war und dass hier vorne diese Öse quasi zum Einhaken des Gürteldorns war. Ja, sehr spekulativ, aber so generell Muscheln ist natürlich auch immer ein bisschen so in diese Pilgerrichtung. Da schreibt meine Archäologin gerade übrigens eine Publikation drüber. Also sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Gucken wir uns gleich im Studio nochmal in der Nahaufnahme an. Ja, da haben wir das Stück mit der Muschel und der Öse vorne dran. Und wie gesagt, wir denken, dass es hier sich um einen Verschluss von einem Pilgergürtel handeln wird. Ich habe schon mal
solche Muscheln gefunden, die allerdings eher mit 2 Nieten dann links und rechts quasi an dem Lederstreifen festgemacht waren. Hier sieht man 3 Löcher, also es könnte auch entweder fest genietet oder vielleicht auch fest genäht worden sein. Und jetzt haben wir hier auf jeden Fall nochmal den Verschluss des Ganzen. Mein Archäologe hat sich sehr, sehr gefreut und wie gesagt, schreibt da gerade eine Publikation und das Stück kommt da jetzt auch direkt gleich mit rein. Also hat vom Timing her echt super gepasst. Ja, und wir machen weiter mit der nächsten Münze. (7980er) Signal. Könnte ja vielleicht mal eine Münze sein. Ist draußen. Nee, es ist ein alter, oller Knopf, würde ich sagen. Ja, aber auch richtig hinüber. Ach Mann. Ja, da haben wir sie endlich, die zweite Münze des Suchtages. Ich glaube, es ist auch wieder ein Scherf. Ich glaube von 1562 vielleicht. Ich glaube, die ist auch gar nicht so schlecht. Die ist noch sehr, sehr verbacken. Ich wische da jetzt nicht weiter rüber. Das mache ich zu Hause in Ruhe. Und dann sehen wir uns gleich im Studio und gucken uns die Münze mal an. Aber ich glaube, so schlecht ist sie nicht. Ja, ansonsten mit Münzen bis jetzt eher schwierig. Dafür haben wir schon ein paar schöne Relikte. Man kann es halt nicht erzwingen, so ist es halt. Aber wir gucken gleich noch weiter. Aber jetzt schauen wir uns die Münze erstmal im Studio an. Ja, nächster Münzfund, wieder ein kleiner Scherf. Von vorne ist er wirklich nicht mehr gut erhalten. Ja, da kann man so gut wie gar nichts mehr drauf erkennen. Hinten sieht man noch so leicht das Datum. Ich meine, dass es vielleicht so 1562 sein könnte. Wir schauen mal ganz schnell drauf. Wie gesagt, die Vorderseite ist wirklich nicht mehr gut. Da erkennt man nicht mehr viel drauf. Und hinten sieht man noch so ungefähr, jetzt muss ich gerade gucken, wie rum es gehört. So rum müsste es gehören. Das Datum, und ich meine, sie ist von 1562. Ja, und dann gab es natürlich wieder neben Knöpfen auch noch ganz viele andere verschiedene Funde und das habe ich jetzt euch mal zusammengefasst. Das seht ihr jetzt und danach machen wir weiter mit der nächsten Münze. Hier haben wir auch nochmal einen witzigen Fund. Hier könnt ihr noch Teer lesen. Das ist eine Scherbe von einer alten Selterflasche tatsächlich. Die waren früher aus Steinzeug und ja, wenn sie leer waren, dann hat der Landwirt sie meistens irgendwie mit auf den Misthaufen gefeuert. Und so kamen die dann hier mit auf die Felder. Auf jeden Fall nochmal ein witziger Keramikfund hier. Ganz oberflächliches 67er Signal. Ah. Nochmal ein Knopf. Ach. Scheinbar ist er schon mit rausgeflogen irgendwie. Oder auch nicht. Doch, da ist es. Da ist es doch. Ja. Es ist ein Knopf. Ein 85er Signal da noch mal drin.
Vielleicht haben wir doch noch Glück. Oh, tatsächlich. Tatsächlich, es ist eine Münze. Ich werde bekloppt. Die dritte Münze. Aber ich glaube, die ist auch wieder sehr verkrustet. Ja, wir gucken sie uns gleich mal im Studio an, aber da bin ich, glaube ich, auch nicht mehr gute Dinge, dass man darauf noch was erkennen wird. Naja, schauen wir mal. Die nächste Münze und wir haben wieder was von Hieronymus Napoleon, dem kleinen Bruder von Napoleon Bonaparte. Und ich kann nicht genau sagen, was für eine Münze es ist. Die ist vorne auch schon sehr, sehr hinüber und auch stark verkrustet noch. Aber wir schauen mal schnell drauf. Hinten sieht man auf jeden Fall noch das große H wieder und das große N für Hieronymus Napoleon. Ja, insgesamt natürlich habe ich mich an dem Tag über jede Münze wirklich gefreut, weil es war sehr, sehr knopflastig. Und ich habe auch viel Müll aus dem Acker gezogen, aber ich will euch das natürlich auch nicht irgendwie hier schön zeigen, sondern es soll ja schon die Realität auch ein bisschen abbilden. Deshalb versuche ich da auch möglichst nicht immer so viel rauszuschneiden an anderen Funden, die vielleicht jetzt nicht ganz so spannend sein sollten, vielleicht wie Münzen zum Beispiel. Ja, und wir machen weiter, denn es kamen noch ein paar Münzen. So, hier haben wir noch mal eine kleine Messerrückplatte. Den genauen Begriff weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, könnte auch schon ein bisschen älter sein auf jeden Fall. Ja, so schnell gebe ich natürlich nicht auf. Hier haben wir die nächste Münze. Ein Pfennig aus dem Deutschen Kaiserreich. Ich glaube, das Datum erkennt man auch noch. Gucken wir uns gleich mal im Studio an. Aber auch nicht mehr in so einem tollen Zustand. Hinten auch schon sehr verkrustet. Na, schauen wir mal, ob da noch was geht bei der Münze. Und dann gucke ich noch mal ein bisschen weiter. Ja, ein Glückspfennig aus dem Deutschen Kaiserreich. Ich meine von 1904. So richtig toll ist die Münze nicht mehr. Wir schauen mal schnell drauf. So ein bisschen pickelig ist sie auch schon und hinten ist sie doch schon ein bisschen verbacken. Aber insgesamt doch noch eine schöne Münze. Das ist immer eine Münze, die ich auch sehr gerne finde, weil sie doch oft noch ganz gut erhalten ist. Einmal noch die Rückseite. Und jetzt kam eine Münze, die ist wirklich richtig gut noch erhalten. Die schauen wir uns jetzt mal an. Das ist ja unglaublich. Ich laufe im Programm 4 schnell hier und habe jetzt mal die Töne geändert auf 3-Ton und die Tone Breaks anders eingestellt. Es scheint zu funktionieren. Oh, oh, ein schöner Schärf. Oh, schöne Hohlprägung. Der ist wirklich noch richtig gut. Da wische ich jetzt gar nicht weiter drüber. Gucken wir uns gleich auch im Studio an. Und dann werde ich noch mal schauen. Also das scheint einiges gebracht zu haben, einfach nur die Töne mal zu ändern. Ja, man reagiert natürlich auf das, was man jahrelang von Deus 1 gewohnt war. Ja, aber wenn das läuft, ist ja umso besser. Ja, es gibt sie noch, die schönen Schärfmünzen, und diese Münze, diese Hohlprägung ist wirklich richtig gut erhalten noch. Und wir schauen da schnell drauf. Man erkennt den Löwen richtig klasse. Eine wirklich spitzen Münze, habe ich mich sehr darüber gefreut, an diesem doch recht anstrengenden Knopftag noch so eine klasse Münze zu finden. Und wir machen weiter, denn eine Münze kommt noch. Ich glaube, wir haben die nächste Münze. Aber ich glaube, man erkennt nichts mehr drauf. Ach, schade. Größere Kupfermünze könnte fast in die Richtung 1 Pfennig Scheidemünze gehen. 2 Pfennig Scheidemünze vielleicht auch. Aber nee, ich glaube, die ist komplett platt leider. Schade. Aber immerhin die nächste Münze. Ja, da haben wir den nächsten Münzfund, aber leider eine Münzleiche. Man kann nichts mehr drauf erkennen, von daher brauchen wir eigentlich gar nicht drauf gucken. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Ansehen. Lasst mir auf jeden Fall ein Like da, lasst gerne ein Abo da, falls ihr den Kanal Sondel die Waldfee noch nicht abonniert habt. Hier verlinke ich euch nochmal 2 weitere Videos. Schaut da gerne rein, wenn ihr sie noch nicht kennt. Und ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge. Mal gucken, ob noch Flächen frei sind. Ansonsten geht es vielleicht auch mal wieder zum Goldwaschen. Nochmal schöne Grüße an meinen Sponsor abenteuer-schatzsuche.de. Macht's gut.